Versen met te delen. Uit Hebräer Kapitel 12, Vers 12. Ich will ein bisschen trägen, aber mir waren diese Versen wichtig, von der Smart, wenn ich lesen dort. Dort sagt die Überschrift zwischen 11 und 12, sagt am Reich nur folgen. So, wir sehen auch, dass diese Bibelversen, das eng hier das gegeben zu Menschen, die du hast entschieden, Jesus nur zu folgen. Das ist den Menschen geschrieben, die du sind zum Glauben gekommen. Das sagt hier in 12. Vers, merk, also jene Meide hängen vor die Knien war stark. Merk, solche Schritt mit jene Feit, dort keiner aus den Luna Handstaub über Leiber gesund wird. So, wir sehen dort hier, dass du erst an jemanden vor, dass der Mensch, wo der Last in Glauben gekommen, dass der mautlos war, der fängt an, mehr zu werden. In der Plotitsch, als ein Wort hier nicht so klar wurde, redet von Handvollen, aber wenn wir erklärt, das Juchtische Wort da, du redet von Strocheln. So, wir sehen dort, dass viele Menschen von der und da, sie kämpfen in der christlichen Leben, sie strocheln in der christlichen Leben. Und wenn wir dann trägen nur den ersten Vers, dann merken wir ein bisschen klarer, von was diese Versen reden. Du sagst dort, willst du diese Fehler haben, die mit ihr starke Beischwallen Glauben aus einer Welt ammen sind, weil wir auch die Sinn aufleihen, der uns solch anhängt, und schwerfällig merkt, und unholen ranen, so als dort für uns bestimmt ist. So, das ist so leicht, dort einen Sinn im Leben ankommt, wo der Mensch schwerfällig merken wird. Und so dann auf einmal, wenn wir dort, den war ich noch nicht, dann ist uns ein bisschen klarer dort, vielmals ein Mensch, der fängt an sein Leben an zu kämpfen, der fängt an zu strochen, der fängt an mautlos zu werden. Dass die euch lernen, fängt sich an zu feiern, er schwach, seine Hängen, seine Knien, das ist aller schwach, aber das zeigt ihnen wahrscheinlich, wer wir an den Sinn aufleihen. Wenn wir das bestimmt, dass wir verabschieden, dass wir fair ran. Wir sollen im Glauben stark sein, wir sollen unholen ranen, so ist das für uns bestimmt. Also für ein Kind Gottes ist es bestimmt, fair zu kommen. Das ist nicht, dass wir sollen bloß in Handvollen sein, oder aus dem Luma, du als Strocheln, ohne wie gesagt, wo wir sollen Frau sein und wir sollen verabschieden. Und dann wieder sei wieder hier in der Verse noch, dort du noch klar merken, dass dort vielmals ein Mensch, wenn ich schwere Tiden habe, dort ist, wie es Gott, der den Mensch trägt, Gott, der den Mensch eine Weich belehren. Das zeigt, wenn wir in Vers 2 wieder lesen, sagt, weil wir Jesus einmal mit ihr holen, der den Glauben an uns angefangen hat und auch fertig merken wird. Jesus hat keinen Freiheit haben, aber er nimmt das Leben um Tritt ab sich in der schon, so als wenn dort nicht schwer, und hat sich an der Reiche sieht, von Gott sein Thron gesagt. Stellt ihn den fair, der sich so viel von der wahren Spanske Sinne gefallen Leute, du mit die in Sinnen nicht meid und mautlos worden. Dort es beginnt in ein jün Streben, die in den Sinn noch nicht bald ab dem Blut darauf angekommen. Die haben dort Wort oder vergessen, dort jün Mutmilch und andere aus seine Kinder. So, wenn Gott uns treiben, der kann an jemand schwör sein, und sagt hier, dort ist nicht dort alles, was ab dem Blut darauf angekommen, aber das sagt hier, dort sie haben sich eine Weich, von dort, was sie eingenommen haben, Gott sein Wort, wo sie dort in den Glauben gekommen sind, sie haben eine Weich vergessen. Sie sind oft gekommen von dort, was sie haben eingenommen. Dass sie Jesus aus ihren Heiland eingenommen, sie haben dort eine Weich in Wasser von vergessen. Und dann wieder sagt dort in der letzten Part, Vers 4, das ist eine wahre Holung von dem Alten Testament, sprich 3, Vers 11 und 12, da sagt, mein Sehen, nimm dort nicht leicht, wenn der Herr dich belehrt, und versau nicht, wenn du von am gestruft wirst. So eine Weich, Gott hat jetzt seine Kinder strufen, so als wir unsere Kinder von der und da strufen da. Und wir sollen nicht den sein annehmen, dass er es nicht live hat, aber das ist bloß aus einer Belehrung, da hat er uns eine Weich bloß tragwiesen, hat er uns halten. Und er will haben, dass wir sollen im Glauben fair kommen.
Und dann wieder in Vers 14 sagt, dat alles wat je kennen met alle mensen in vrede leven en streven naar de Heiligung, waarin kunnen den Herrn seinen Wort. So hier sagt dat wir sollen alles wat wir kennen met alle mensen vrede en liefde haben. En streven naar de Heiligung, waarin kunnen den Herrn seinen Wort. So wir sollen naar de Heiligung streven. So, wat mij dat krijgt, wenn wir sollen naar de Heiligung streven, wir sollen door streven dat wir immer waren gereinigt worden von unseren Herrn. Dat hij ons immer waren kon wieder durch sein Wort Dinge openbaren, dat wir wieder da so worden als hij is. Zij doen dat kunnen Gott zijn genoeg voorzien mag, laat keine bessere Werke abwassen und Trübel anrichten, wodurch viele verreinigt worden. So, wir sollen uns in unserem Leben beherrschen, wir sollen Gott zijn genoeg nicht voorzien. Wir sollen Gott zijn genoeg annehmen und keine bessere Werke in uns lassen abwassen. Wir sollen in Einigkeit einer mit den anderen sein. So wir sollen einer für den anderen alle Passen tun, was wir können. Und ich sehe gestern in der Bibelstunde auf die Stellung, ich sehe, wenn diese Versen habe ich die Gedanken durch, ich sehe da, dass wir hier vielmals Menschen, die wir in den Glauben gekommen, die kamen auf einmal rauf, die waren auf einmal anmutig. Und ich sehe, so ein Mensch, ich will gleich zu weiten, wie viel Zeit er an Gott sein Wort spendet, im Gebet. Because, of course, wir können viel Gemeinschaft haben mit Gott, wir wollen danach Motiven haben, wo dann nicht so leicht sein als der andere, aber dann nehmen wir die Zeit, dann nehmen wir das an, wenn wir sein, dass das in Christenleben auch einmal wir kämpfen haben. Aber vielmals, wenn Menschen schwer und die Worte neu, die fangen an loszulassen, das meint, dass er nicht die Gemeinschaft mit Gott, was wir sollen haben. Dass wir in den einen Vers sein, dass sie haben, das Wort vergessen, sie haben sich von dort weggedreht, sie haben es leichtfertig genommen, was Jesus von uns getan hat. So mein Gebet ist, dass wir das Wort annehmen, und wenn Gott uns belehren hat und Tragweisen hat, werden wir das als eine Belehrung annehmen und werden wir nicht mit werden. Werden wir Gott nicht genug nicht versehen, werden wir die wahrnehmen, von der können wir noch nicht genug leben. Okay, werden wir nach Abstunden hier. Beten wir passend essen, weil wir übergehen in der Botschaft. Herr Jesus, wir seien dir dankbar für das Morgen. Wir seien dir dankbar, Herr, dass wir hier können an dir steht top kommen. Herr, wir danken dir für deine Life und dass wir von dir noch kennen und in dir genug leben. Herr, wir danken dir für alle Jahre, wo die gekommen sind und dass du jeder mein hast gleichlich bei dir gebracht, so wie sie weiter tun. Und Herr, wir beten, dass das Tag von dir können sehen sein für uns und dass du durch all das was verherrlicht werden. Herr, wir beten für die Tofhaus, was wir wollen haben, dass du können sehen sein für die Gemeinde und auch für die Menschen, die sich luten deuten, dass sie können sehen durch haben und dass sie können ganz geluten sein und dass sie können sein, dass sie Beweis davon, dass du hast in Jarat und sie haben es auch hin. Und Herr, ich bitte auch für die Bestehungsaus, dass du können wirklich ein Sehen sein für jederem ein, dass du was verherrlicht werden und dass deine Gemeinde können wirklich froh sein und dass wir das sein können, dass es dein Willen, dass wir sollen rückgehen und Menschen die Evangelium vertrauen. Herr, ich bitte, dass wir wollen oft die Gift sein, dass du kannst durch deine Gemeinde bescheiden, was du bescheiden wirst. Herr, ich bitte auch für die Leute, die Familie, die du in all Dinge belebt haben in der Luther Zeit, möchtest du Frieden geben, möchtest du wirklich geben, was du fehlen hat, und möchten sie das anerkennen, möchten sie das sein können, dass du hast ein Leben. Herr, ich bitte, dass du können gesinnt werden, wenn es dein Willen ist, und dass die Familie sich wird an dich hauen. Herr, ich bitte, dass wir als Gemeinde hier entstehen, für die Gemeinde in Willendon, dass sie die Support feilen von uns allen und dass sie das feilen, dass sie das nicht allein bringen. Und Herr, ich bitte, dass wir für diese Botschaft, möchtest du uns Worten geben, was du von dir verstehen kannst, möchten wir uns Worten aufnehmen, dass dein Wort durch können kommen, und möchten die Redner ganz geloten sein und von dir angefällt sein. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Good morning. Well, ik freue mich ganz bij ons hier waren te zijn van jou morgens. Ik voel me live voor deze verzameling, voor de mensen die hier zijn.
Und wenn ich beten darf, dass Gott mir so eine Botschaft geben, dann bete ich, dass er mir was geben für uns hier, was uns hier halten. Mir ist es wichtig, dass wir nicht bloß diese Zeit abrücken für Dinge, die uns schein gehen, wann das schein geht, aber dann können uns abbühen. Ich habe mein Message von der Titel, ich weiß nicht, ob ich so von Titel geben, but the Law and the Spirit, das Gesetz und der Geist. Und als die Träume, Kapitel 6, 7 und 8, das sind für mich einmal schwere Kapitel gewesen zu verstehen. Der Römerbrief vielleicht im Ganzen im Wasset. Und das hat zu tun mit verschiedenen Lehren, wo du sind, Doctrines. Und so, das sind einmal nicht so leichte Dinge zu lernen, aber sehr wertvoll, wenn Gott dort sein Licht abschien hat und Verständnis schafft. Und so, some von den Dingen, die ich von mitteile, die sind noch nur nie in mir, würde ich sagen. Ich fühle mich nicht so, dass ich habe in meiner Lebenszeit nicht so viel Zeit gespendet in das. Und so, some von diesen Dingen sind mir, was es nie. Und doch über das Wort Gottes alle taub, all alt und verständlich, das sagt, sei das selbst ab, ganz selbst ab, alle verschiedenen Städten. So, das ist nicht nie in der Weg. Some von den Frauen, die ich in meinem Leben noch gehört habe, ich wünsche mir, dass die haben Frauen. So, sogar wenn ihr von der nicht ganz mitkommt, vielleicht wollt ihr nicht einen kleinen noch rüberbringen, oder ich will einen rüberbringen, aber ich hoffe, da wird Frauen merken, wenn ich das werde. Ich habe Frauen in meinem Leben gehört, einmal für Jahre. Und ich für jeden Waschen damit fahren, ich denke nicht jeden Tag an, lange nicht jeden Tag, denke vielleicht nicht unbedingt jeder Jahr viel an. Aber mir denkt dort, oh ja, ich habe eine Frau, diese Frau habe ich mal. Diese Frau habe ich gehört in meinem Leben. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, wo meint das? Wo schafft das? Und wo mir sehr wertvoll ist, und das Forschen hat ihm gesagt, dass wer der Segen, der wird fing. Und Gott ist treu, und dort, wenn wir segnen und wir Verständnis haben von seinem Wort, er wird uns das geben. Und so, ich habe die Hand Frauen in Jünd. Ich habe das sind Dinge, wo ich nicht schwierig sind. Ich wundere, wo das schafft, oder wo das meint, oder wo das passiert ist. So, eine von den Frauen, die ich gehört habe in meinem Leben, einmal als dort alle testamentliche Gebot, die 10 Geboten, die wir problematisch alle haben auswendig gelehrt. Wo passen die von der an uns nun? Und was meint das, wenn die Bibel sagt, wir sind nicht mal in ihrem Gesetz? Wir wissen nicht, dass das Gesetz wie streng. Gott gibt das Gesetz. Das kommt von seinem Hort, wir kommen von wer Gott wir. Von was Gott erwarten tut von seinen Menschen. Das von wo das Gebot herkommt. Und er stellt da nicht bloß die 10 Geboten, aber die erste Beter von der Bibel sind sehr viel von Geboten. Besonders Exodus, 2. Mose hat verschiedene, viele Geboten. Einmal scheint, du bist durchlesen. Da sind so viele interessante Dinge. Even wo das kommt nur Details an uns. Was soll passieren, wenn den Ball hat den Nuber dort gemerkt? Okay, das sind 2 verschiedene Dinge, die dann passieren. Wenn du das gewusst hast, dass der Ball gefährlich wird, dann ist da eine Stufe ab. Wenn du nicht gewusst hast, dann ist eine andere Stufe ab. So eine Details sind in der Bibel. Und ich will viel von dir lesen dann. Und dann sind die 10 Geboten. Von was wie, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, und verschiedene Dinge dort. Wo passen die von der in uns christliche Leben an, in das Neue Testament und so weiter? So, wenn die Bibel uns sagt, dass wir nicht mal in dem Gesetz sind,
dann ist die Frau sofort dann, meint er dann, dass dort gleich mal wichtig, hat Gott seine Standards, seine Mut raufgesagt. Nu ist ihm noch nicht mal so näher. Nu ist ihm noch nicht mal so näher, wo der Krieg ist. Und so eine Frau habe ich in meinem Leben noch nicht mal gehört. Ich weiß, dass Gott nicht ändern wird. Und ich weiß, dass Gott, wenn er dann die Mut gehabt hat, das geht nicht, dass er von der Lehre Mut hat. Ich weiß, dass Gott noch niemals was errichtet hat, reich genannt. Und was mir noch so interessant ist, dass du es immer, wenn Gott was tut, das ist immer just, das ist immer gerecht. Das ist immer reich, das hat eine Erfüllung. Er wird nicht bloß bei ihm sein, oder das ist nicht so naiv. Der wird nicht bei ihm, das wird bis gut lassen. So ist Gott nicht. Und so ist er niemals gewesen, so wird er niemals sein. So wird dann mit all den Gesetzen. Und so das ist eine Frau, die ich in meinem Leben viermal gehört habe. Und dann, so das ist ein Ding, wo ich war ein bisschen anziehen, das ist in Kapitel 7. Und dann der letzte Part von Kapitel 7 redet von das Leben, wo wir Ben sind, wo wir ein Ding bauen, aber wieder ein anderes andere. Und die Erklärung, wo ich viermal gehört habe, von dort habe ich mich gebaut. Und falls ich mir einmal mit nur, dass wir eine Utrecht für sind. Und so wird das Wort Gottes uns wirklich lernen dort. So wir wollen das machen mit Buben Eva, ein bisschen busig. Und dann wollen wir das selbst nur lesen und wieder studieren und wieder horchen. Und ich sage, ich habe das wenigstens Frauen dabei in den dass die wollen gleich zu weiten wieder, was meint das alle? Und die wollen nur lesen. Und ich vertraue, dass wenn die wollen segnen, wo ich fängt. Und aber ich würde sagen, ich kann nicht so, dass ich alles verstehen kann von dem. Ich bin ganz ungefähr, ich dachte noch eben so, vielleicht wieder ein bisschen schwimmen. Vielleicht soll ich meine Zeit spenden, oder ich habe was Zeit dann gespend. Aber um Sachen zu merken, aber ich fühle mich geloten, durch Eva, dass die Geist verladen. Und aber auch, ich bin ganz ungefähr, dass ich wieder an der zu lernen habe. So, wenn du fehlt in der Holung von der Hand, war ich hier und down. So, wenn er ändert dort, wo ändert dort, wie die Menschen in ihrem Gesetz werden. Und wenn ein Mann den Sabbat braucht, weil das ist eine Geschichte von einem Mann, wo du gegen Steiger zu lesen an einem Sabbat. Und dem wird angebracht dafür. Wo ändert dort? Wo passiert das Ändernis? Was passiert? Dort in Wuram sagt die Schrift uns, wir sind von nicht unter Gesetz. Vielmehr wird das genommen aus, dann haben wir unser Leben uns wie wollen. Aber so ist Gott sehen, Gott hat Gott geändert. Gott hat nichts geändert und er hat nicht seine Mut drauf gelassen. So da kann nicht sein, dass Gott etwas von der er sein wird. Wir haben nicht genau, dass du eine Erklärung für sein. So, wenn wir erste Wort falsch lesen in Römer Kapitel 7, ich würde gleich mal jeder mitlesen. Weil wir mal jedem mal falsch lesen, um das mitzukommen. Und besonders, wenn wir verschiedene Sprachen haben. 3. Römer Kapitel 7, Vers 1. It says, Know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law hath dominion over a man as long as he liveth. For the woman which hath a husband is bound by the law to her husband so long as he liveth. But if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. So then if, while her husband liveth, she be married to another, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free from that law, so that she is no adulteress, although she be married to another man. Wat doe je maar op hier? Hij zegt, ik reed jullie als te zonen wat ik gezegd heb. En zo wie das dit haben, wie das gezegd ook. Dort waren Mann in der Früh befreit sind, die sind gebunden zu der Früh, zu dort gezegd, zu der Früh oder zu den Mann, solange es der andere leben wird.
En van die, sagt hier, van die früh, selbst wenn befrieren hat, aus dem Moment, wenn sie befreit wird, wann Jana noch leben hat, dann ist sie eine Ehebrecherin. Aber wann Jan Mond, der erste Mond sterben hat, dann ist sie nicht mehr, dann wird er nicht mehr eine Ehebrecherin genannt worden, wenn sie sich auch frisch befreien hat. Ich habe uns das dort deutlich und nicht fraulich, weil das ist ein Beispiel, wo die gebraucht wird, zu das Ewige. So das ist nicht, wo wir uns von der Welt dort zu lernen. Ich habe uns das nicht fraulich und ich bin dankbar, dass für den meisten Part, glaube ich, man uns das nicht fraulich, wie kann dort ist, wo das ist. Wenn eine Früh sich in anderen Mond fried, und ich sage das bis dahin, ich will nicht alles zweimal sein, und das wird hier sein. Wenn eine Früh sich in anderen Mond fried, wenn der erste Mond noch lebt, dann ist er eine Ehebrecherin. Wenn der erste Mond stirbt, dann sich befriedet mit das, ist er nicht eine Ehebrecherin. Wir sehen dort ganz klar, wie uns stimmt der Druck, so wenn eine Früh ein Mond gestorben ist, und er sich frisch befriedet, du checkt keiner ab, als der jetzt something anrichtet. Das ist uns alle deutlich, das ist uns alle klar, das ist uns gut dort. Und so das ist das Beispiel, was hier gebraucht wird. Wenn es uns dort deutlich ist, und ich sage, ich bin dankbar, dass man gemischt von uns ist, dort glaube ich deutlich, ich habe wieder das Beispiel gebraucht. So dann sagt im Vers 2, wherefore my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. For when we were in the flesh, the motions of sins, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death. But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held, that we should serve in newness of spirit, and not in the oldness of letter. Ich glaube in kort, wo das uns sagt, dass, wenn wir von der in Badeburg Christ sind, dann sind wir in der zweiten Ehe. Gott, der Vater, Gott, der allmächtige Gott, der sagt in gesagt sein, was er will haben, was du soll gehüllen sein. Gehüllen worden. Das soll Krieg gehüllen worden. Ganz Krieg. Das ist, hier sagt, the oldness of the letter, so nur den Later nur den Buchstaben nur. Und da wären viele Menschen, die das geprüft haben. Und sie proben, und Gott selbst führt das an. Und so das, was wir nennen, das Alte Testament und das Neue Testament, dort können wir auch nennen, ein Altes Bund und ein Neues Bund, ein New Covenant, die Old Covenant. So da wir ein Covenant, da wir ein Bund, was wird zwischen Gott und Mensch. Und der Alte Bund wird das gesagt. Gott hat gesagt und gesagt, und er sagt, wer das tun wird, was du beleben. Gott hat es angeführt. Und das, was er verlangt hat. Und so, wo konnte etwas zu nichts gemerkt werden? Das Bund. Bloß von einer oder der andere stirbt, nicht so? Bloß von einer oder der andere, von denen, die in das Bund sind, von denen sterben wird. Aber was mir wertvoll ist, dass Gott selbst kommt auf diese Erde ab, er ging auf diese Erde, in das Fleisch, das wie ging, und er ging am Kreuz und er starb vom Kreuz. Dort ist es eng von dort Bund. Dort ist es Ende gekommen. So wir können sagen, wie wir durch wie als Menschen, wir durch eine Ehe, einen Bund mit Gott. Und dort wir das gesagt, der Bund, was Gott gemerkt hat im Alten Testament, und dort Bund wir. Aber da selbst, wir machen ein kleines Vers, das sind Beispiele. Okay, so wir machen mit Vers, das sind ein Beispiel, posten niemals alle in den Krieg nehmen. Dort hier sind nicht reich, wenn wir sagen, dass Gott starb. Aber doch, Gott, Jesus, wir als Gott. Du hast nicht eine Frau, Eva. So Gott selbst kam nur das Erde und starb. Und als er starb, dort mögt er eng von dort Bund. Dort wird der Bund durch. Dort wird wir nicht mehr gebunden und dort. So was dann nu? Was dann nu? Dort fällt sich mit los. Dort fällt sich mit auf einer Ammerkliche Stelle, dort zu lauten, nicht so?
Du zijn we nu van los. Wat dan nu? Wel, wat mij zeer wertvoll is. Dus dat veel meer in een andere, een edele Wahrschaften hier das ihr, als wenn ein Mann in der Früh stirbt, dann wird der Jan sich mit Sassfilm befreien. Weil wir als Menschen mögen nicht bunt mit Sassfilm, und wer wir dort, da wir nicht dasselbe sind, aber wir wieder abgestoßen nach Christus. So wir sind das Neue Testament, der New Covenant, dort ist mit Jesus, mit Gott, ähnlich dasselbe, aber mit den abgestoßenen Jesus Christus. So das ist eine neue Ehe, wenn ich das sagen kann, ein neuer Bund, a new covenant. That is called the New Testament. Mit den abgestoßenen Christus. Und hier, in dit neue Bund, schafft dort anders. Und du werden nochmal in Detail angehen. So, wir haben das vorlesen, Vers 5 wieder. Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ. Und sie, das ist ein Underding. Nicht bloß als Christus gestorben, aber wir sind mit ihm gestorben. In Römer 6 fingen wir dort, wir sind mit ihm gestorben. Mit ihm taub. So, Christus ist gestorben in seinem Körper, wir sind mit ihm gestorben. Dort merkt dort alle Bunden eng. Noch einmal, Vers 5. Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that you should be married to another. Denn wir sollen mit Sassfilm befreit sein, sagt er hier. Even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. Wir sind in Freshen befreit worden, und dort ist den abgestoßen Jesus Christus. For when we were in the flesh, the motions of sin which were by the law did work in our members to bring forth fruit unto death. So als wir in Sinn leben leiden, da braucht immer die Frucht mit sich, da braucht nun Tod. But I'm first like, but now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held, that we should serve in newness of spirit, and not in the oldness of the letter. So, wat dan? In Galater, du sagt Paulus zu den Galater, die haben Gott angefangen. Die haben den Wandel Gott angefangen. Und wenn die wieder in Wasser, die wollen haben, sie sollen sich frisch beschneiden lassen. Die müssen beschnitten sein. Und dann sagt Paulus auf einem Stand, wenn ihr ihn beschneiden, dann seid ihr auch schuldig, den ganzen Gesetz zu holen. Okay? So, wir werden anfangen mit dem Gesetz holen waren. Wenn wir wollen trägen, nur das Gesetz holen, dann sagt Paulus, dann selber auch das Ganze. Und ich glaube, wenn wir dort, und er sagt zu den Galater, die haben gut angefangen. Die hatten einen guten Anfang. Haben sie das schwierig, wenn sie wollen trägen, nur das Ganze Gesetz. Und so wird, ich habe nicht sagen, nicht, dass wir nicht unter das Gesetz sind. Dort Bund ist geschlossen. Dort Bund ist eingebracht. Indem der Christus starb, indem der wir starben. Als dort Bund eingebracht. Und nu zijn we in een nieuwe band, so wat heeft God dan? Nu niet meer zo'n hoge standards. Gaan we dan nu zo leven als we willen? Wir wollen het hier wieder sein und dort Gott seine Standards nicht leer geworden. Der einzige Unterschied, der Unterschied ist, als wo wir durch Handkommen und nur die Gerechtigkeit kommen. Nu kommen wir zu der Gerechtigkeit durch dem, dass wir nur den Geist nur leben tun. Und steht nur im Gesetz nur. Und wahre, der Mut ist nicht leer, wir kommen nur etwas anders hin. Wir kommen anders nur der Mut. Wir kommen anders nur hin, wo Gott uns hin will. Gott will noch einmal Gerechtigkeit. Gott will noch einmal recht sein von uns. Aber nu kommen wir noch hin durch den Geist. Durch den Geist, der nie an uns wohnt. Wir wollen Luther sein, probably noch von den Versen, dort wir haben das Gott sein in uns eigenen Leben sogar. Dort wir haben geprüft, durch Hand zu kommen, gerecht zu sein. Wir haben geprüft, reich zu sein. Wir haben geprüft, zu überkommen. Und das schafft nicht. Wir fallen kort.
Wir kennen das nicht in unserer eigenen Kraft. Und das sei wir in das Alte Testament. Das Volk Israel, wo in das Bund wir mit Gott. Sie können das niemals nur. Das schafft nicht. Sie proben nehmen, sie proben, einige Maschinen sich machen, das sind die Proben. Aber das schafft nicht. Wann sie da wieder neu kommen, da wird ein sehr wertvoll und Schmack gewasst. Wann das Volk Israel wie alles neu kommt, da wir Gott abgenannt haben, da wird es sehr ordentlich, sehr gerecht und sehr fein passiert. Aber sie können das nicht nur. Du sind niemals nicht schlecht. Das scheint sich so ein kleines Stolzes. In dem Alten Testament sei ein Bild von wo das lädt, wenn das Mess nur kommt. Aber so viel, in der meisten Zeit von der Alten Testamentlichen Geschichte, die wir lesen, sei wieder einmal, sie können das nicht nur. Sie können lange nicht betuchen, wo Gott das Bund gesagt hat, und Gott muss nicht immer weiter bestrafen. Und so wird wir in die Hand kommen. Ich glaube, alle von uns werden in Geist haben, in wem Gott wirklich wohnt, in wem der Geist wirklich leiden hat. Je weiten dort, wovon anders das Leben ist, wenn der Geist auf einmal an uns wohnt. Dort denkt, wo du allmählich wie Eva kommst, das ist für die Menschen im Alten Testament wir. Dort denkt, wo du allmählich mit Eva kommst, dort auf einmal es war. Der Geist, der arbeitet in uns und der nimmt Eva Hand. So, wir kommen wieder in das Kapitel in Römer 7, Vers 7. It sagt, what shall we say then? Is the law sin? Ist das Gesetz noch nie Sinn geworden? It sagt, God forbid. Nay, I had not known sin, but by the law. For I had not known lust, except the law had said, thou shalt not covet. But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence, for without the law sin was dead. For I was alive without the law once, but when the commandment came, sin revived, and I died. And the commandment which was ordained to life, I found to be unto death. For sin taking occasion by the commandment deceived me, and by it slew me. Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just and good. Was then that which was good made death unto me? God forbid, but sin, that it might appear sin, working death in me by that which is good, that sin by the commandment might become exceeding sinful. So sagt, ist das Gesetz dann nie schlecht geworden, ist das nie was richtig geworden, ist das Gesetz dann nie Sinn geworden. Er sagt, unbedingt nicht. God forbid. Er sagt, ich würde mal nicht haben gewusst von Sinn, wenn ich nicht wie für das Gesetz warst. Ich würde nicht haben gewusst, dass ich nicht so, coveting, gelüsten. Ich soll mir nicht aufjänsig sein, wenn das Gebot nicht gesagt hat, oder ich das nicht so. Er sagt, der Sinn hat Advantage genommen, der Sinn hat die Gelegenheit genommen von dem Gesetz und hat den Gesetz gebraucht, zum Tod bringen mir. Er sagt, wir haben eine Zeit, wo ich lebe nicht wie ohne das Gesetz. Und ich glaube, er redet von einer Zeit, als er either jung war, er hat noch nicht das Gesetz gekannt, oder es ist viele Menschen, die durch alle sind, und die kennen das Gesetz nicht, die wissen nicht, wo das ist, die leben und das schien sich so nicht bohrt. Das schien sich wirklich so, nicht so? So, wo dann wirst du dann nicht das Gesetz bringen? Because wenn die nicht wollen sein, was Gott verlangt hat, dann sind sie in Trouble. Er sagt, wir, in Vers 9, for I was alive without the law once, but when the commandment came, sin revived and I died. Als das Gesetz ist, kam in meine Wahrheit, ich bekomme mit dem Gesetz. Dann beim das von Sinn leben nicht kam in mir. Und das schien sich einmal wirklich so zu sein, dass, wenn du ein Gesetz hast, wo du sagst, du sollst nicht, dann do wie, nicht so? Aber nicht bloß dort, dann soll wir an, was wir tun haben. Dort, wo viele Menschen durch im Leben gehen und nicht von sein, dass das artig ist, dort haben lange nicht zu tun, die kann das Gesetz nicht, die wissen nicht, was Gott für sie verlangt ist. Die wissen nicht, was Gott seine Mut ist. Und so, dort sitzt das ein leichtes Leben. Wo dann wird wir da verdorben mit, dort die beim bekannt worden, was Gott seine Mut ist.
Aber er sagt hier, ich will mal lebendig ohne das Gesetz. Aber dann kommt das Gesetz und dann wird Sinn lebendig in mir und ich sterbe. Sie, wenn Sinn lebendig wird in mir, dann sterbe ich. So ich sage, was soll ich dann nicht sein? Ich sage, so dort, wo du so Leben bringst, und ich muss in der Sonne, wo er sagt, das soll Leben bringen, wenn wir nur 3. Mose 18, Vers 5 drehen, weil wir das von Hand drehen, das 3. Mose 18, Vers 5, Leviticus 18, Vers 5. Leviticus 18, verse 5 says like this, Ye shall therefore keep my statutes and my judgments, which if a man do, he shall live in them. I am the Lord. So hier sagt Gott, je soll meine Gesetze holen, und wer die wird holen, der wird leben. Das ist seine Haar. Und so er sagt hier in 3 Römer Kapitel 7, Vers 10, da sagt er, das Gebot, der Commandment, da wird gemerkt wird, wird gesagt wird, dass es so Leben bringt, und dort braucht nicht ein Stout in mir. So dort sagt er, wer wird holen, der wird Leben ziehen. Dort ist das Wort, das Gesetz eingeführt wird. Und aber heute funkt das so, dass das heute das Gesetz ist bekannt wird, dann wird der Antwort von Sinnen an wir, dann wird der Sinn lebendig in ihm, und dann starb er. When in Vers 11 sagt, for sin taking occasion by the commandment, that occasion means opportunity or convenience or favorable circumstances. So das ist, wenn der Sinn dort sagt, das ist, wenn der Sinn eine Person wird, und der Sinn sagt dort, oh, hier ist ein Gebot. Wer wird den Mensch durch und versehen, dass er wird übertreten. Der Sinn hat das gebraucht. Der hat das Gebot gebraucht, to me vernichten. For sin taking occasion by the commandment deceived me, and by it slew me. And dann sagt in Vers 12, therefore the law is holy, and the commandment holy, and just and good. So er sagt, das Gebot ist herrlich. Das ist nicht schlecht. Die Bibel sagt uns, ich kann den Vers 4 abzukriegen, aber das alle schafft es, sie gibt für Inspiration. Alle schafft es, sie gibt für Doctrine, für Exhortation. Für ein oder andere als das Wort Gottes gibt, alles Wort Gottes. Und dort ist, woran wir das Alte Testament nicht wahrschmieden. Dort ist uns die gibt für eine Ursache. Dort ist uns abzumuntern, dort ist uns zu lernen. Dort helfen uns lernen, wer Gott ist und so weiter. So, das ist alle gibt für eine gute Ursache. Und er sagt sogar hier, dass das Gesetz dort ist herrlich. Das Gesetz dort ist gut. So dann in Vers 13 sagt er, so dort wird dann gut werden. Als dort dann Tod gemerkt, als dort dann zu mir, hat dort mit dem Tod gebracht. Vers 13, was then that which is good made death unto me? God forbid. But sin. So es ist nicht das Gesetz, was mir Tod braucht, dort ist der Sinn. Der Sinn, der braucht das Gesetz, zu mir den Tod bringt. Das Gesetz ist nicht schlecht. Das Gesetz ist gut. Dort hast du to, it says, but sin, that it might appear sin, working death in me by that which is good, that sin by the commandment might become exceeding sinful. Und dann in das Ewigkeit-Kapitel gehen wir dort lernen, wo wir viermal lesen von Paulus, wo er sagt, dort Gott, was ich tun will, dort tue ich nicht. Und dort, was ich nicht tun will, dort tue ich. Immer anders, als was ich will. Und ich glaube, dass diese Schrift ist immer gebraucht als ein Ding von, das ist eine Excuse zu sein. Ja, ich würde nicht wollen, aber ich tue immer weiter. Ich würde nicht sagen, aber ich tue immer. Ich will von dir sagen, ich glaube, dass das redet nicht von Paulus sein Leben zu der Zeit, wo er das geschrieben hat. Ich glaube, das redet von der Zeit, wo er bekannt wird mit dem Gesetz. Und er beim Sein kriegt, wer er wir. Dann er beim sagt, wo er stund. Und er im Verlangen anfängt zu kriegen, und er will gehorsam sein zu Gott. Ich glaube wenigstens, dass das einmal ist der erste in uns Leben, eben wenn wir so lange Christen warst. Aber das redet von der Zeit, wann wir uns zu sein kriegen. Wann wir uns ansehen, dass ich in Trouble, mich fehlt Hope. Und warte, ich bin
wieder von zu lehren und von zu reden. Aber es sagt in Vers 14, for we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Okay? Dort allein kriegst du Anfang. Sold under sin, dort ist nicht, wer Paulus wir. Dort lesen wir in anderen Kapiteln, dort ist nicht, wer heute sich verteilt. Dort heute verkauft wir und sind. Nicht mehr. Vers 15, for that which I do, I allow not, for what I would, that I do not, but what I hate, that I do. That do I. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. So wenn ich dann dort doe, wat ik niet wil doen, dan doe ik dat bijstoen dat het gezegd is goed. Hij heeft hier goed verder gezegd dat gezegd is heilig, dat gezegd is goed. En hij zegt in dem, dat ik dat wel recht doen, maar dat doe ik bijstoen dat het gezegd is goed. Maar het has maar wem gezegd werden, wat aardig dat deed, en die wist om vrouwen, wat luister, wil ik ook moeten staan? They would probably to design, no, dat leven niet. Dat leven niet. Wat hij doet met bijstoen deed, is dat wat hij deed, is aardig. Veel worden mensen ganz verstreden, dat wat ik doe, dat is niet aardig. Dat wat ik doe, dat is voor mij best een ongewoon, dat doe ik best helemaal. Maar vrouwen moest, als zij wat doen, dat die ook zo onbaan. Dan wordt het probably te zijn, no, dat leven niet. Maar dat hij bijstoen, dat het is, maar dat hij bijstoen, dat is, dat je dat is goed. Maar dat hij bijstoen, dat wat hij deed, is aardig. If I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Verse 17, now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. So hij zegt hier, dat is niet ik, maar het is zin wat in mij woont. Maar dat is een vers waarom ik geloof dat Paulus niet redt van zijn tijd waar hij nu ben leven deed. In het eerste kapitel leeft hij van je leidsam van een geest. En wanneer de geest in ons woont. Okay, ganz dat jendal van zin in ons woont. Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. For the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Waarom we teruggaan in kapitel 6, ich habe wieder nicht vor, nicht durcheinander mit das, aber in Kapitel 6, Vers 16 gehen, da sagt es, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are, to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. Weet je niet dat te wem die je in hand geven te doen, den zijn skluw word je. Wanneer je in hand geven te zin, dan word je de zin als skluw en dat leidt hem dood. En wanneer je de gehoorzaam hand geven, dat leidt te gerechtigheid. So, hier zegt het in vers 20, now if I do, back in chapter 7, verse 20, now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. I find then a law that when I would do good, evil is present with me. For I delight in the law of God after the inward man, but I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. So hij zegt, ik zei dat er zijn een paar zaken, een paar krachten in mij wat er schaffen doen. Du hast eine Kraft in mij wat du erreichen wil. En hij zegt, in mijn Fleisch ist nicht gut. Aber ich glaube at the same time, that God hat in uns, als hij ons gemerkt hat hij wat angesagt, wat du wel gut doen. Wat du wel recht doen. Ich sage dort zu viel von Menschen, die nicht gläubig sind, die sogar nicht an Gott glauben tun. Die haben danach immer Ideen von Dingen, die nicht so und so passieren oder so. Die haben danach eine Idee von die Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Gott hat in uns something ben, was du Welrecht tun. Und so einmal, was du Welrecht tun, dort ist über dem ungeklammt und ihr Sinn. Und in dem Leben, wir sind in Sinn ben, und da wird nach Welrecht tun, das ist ungeflieht, das ist ungeklammt, ganz unge. Und wir können gleich rüt. Wir wollen doch mal wenig mal an, und der fragt noch, was reich in uns will. Das ist, wo wir an ihm ankommen. Nur sparen uns gewassen. Wir leben in ein sinnvolles Leben, und dort, wo der reich will, ist deep ungegruft.
Aber einmal kommt der Mensch bei uns am eng, in Trouble noch. Und der Sinn bringt dann bei dem eng, Sinn lädt ihm Tod. Das wird Sinn wird tun. Wenn es niemand sein oder nicht wird, Sinn wird ihn Tod bringen. Und nicht bloß nur diesen Tod für diesen Körper, aber einen ewigen Tod. Und so wir kommen betur, wo uns das nicht nur selber mehr betur. Für einmal kommen wir, ich glaube, jeder Mensch eigentlich, wer sich bekehrt, kämpft betur. Dort er sagt, das bringt mich Tod. Ich muss hier stillhalten. Und man ist stillhalten nicht und dann fängt ein bisschen zu grufen. Dort ist, wenn ich glaube, das passiert. Wenn der Mensch einem sagt, ich will reich tun, aber das schafft nicht. Dann nimmt sich dort sogar fair, aber das kämpft nicht. Das kämpft nicht. Und wir weiten wo viel mehr. Und wo wir alle geprüft haben. In uns Fleisch sind zu überkommen. Wir wollen bis mal überkommen. Wir wollen bis mal ever diesen ever. Das soll ihr doch, das schafft bloß nicht. Und was passiert, als wenn wir von Nieren geboren wurden, und der Geist Gottes in uns ist, dann ab uns dann schafft das. Da wird die erste allmählich wir, das schafft nicht bei uns. Da ist der Unterschied. So, wir sollen hier in Kirche, wo in uns angeht. Und es kann sein, dass Kirche jetzt in uns Leben täglich an. Aber das ist nicht in der Zeit, wo wir, ich bin bloß halblos in dieser Zeit. Ich kann nicht anders. Ich will anders, aber das ist nicht ich, aber das ist Sinn, was in mir lebt. Du hast keine Excuse für Sinn in this passage. Wenn in einem anderen Kapitel sagt, dass die werden sich handhaft zu Sinn, die wird uns zu Sinn. Die werden sich handhaft zu Gehorsam, die wird das nicht Gerechtigkeit. Wenn die Leben nicht die Gerechtigkeit lernen, dann hast du nicht handhaft zu Gehorsam. Und dann ein Mensch, und ich glaube, wie kommt zu das? Wenn wir das sein, dass ich will anders, das schafft nicht. Ich will anders, das schafft nicht. Ich sage eng. Und wenn das wo ein Mensch mitkommt, das ist schon einmal, wenn wir Menschen halten. Und die sagen, dass sie wollen halten, aber wenn die nicht eng kommen mit sich selbst. Weil solange wir nicht eng kommen mit uns selbst, dann kommen wir nicht durch. Und so hier soll wir dort, in this passage, wenn die das passt, die was erreichen, das schaffen nicht. Die was die Bahnen, die Unja das sind, die was einmal was reicht, aber die das einmal der andere. Die kämpfst um eng und die sagst, oh wretched man, ich elender Mensch, sagt er in Deutsch. Dort ist, wo wir kommen. Oh wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Wer wird mir mehr raten von diesem Körper? Das war, ich glaube, das redet von der Zeit in der Bekehrung. Wenn wir uns sollen, ich sage eng, ich komme hier nicht wieder. Und ich sage, oh elender Mensch, wer wird mir mehr raten von das? Weil es Gott nur recht ist, du hast immer wer die raten will, so schwindet, die du bist. Du hast wer du lang haft wollt, die raten. Wer du lang haft mit sie tun. Wer du lang haft wollt, delivering, die mir Friedheit von das. Du hast so lange wie warst. Weil es wäre das, sage ich in der nächsten Part, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. So solange ich im Fleisch lebe, dann deine das Gesetz, die sind. Und dann in Vers 8, ich glaube, das wo wir empfangen, das Licht zu sein. Das wo wir empfangen zu sein, das andere, das neue Leben. Das Leben, wo ich schon rede, die zweite Ehe, wo wir in den Geist sind, wo wir in den Geist wohnen dann. It sagt, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Du hast keine Verdammnis zu wem, zu denen, wer in Geist nur geht und nicht das Fleisch. Weil wir nicht bis zum ersten Part von dem Vers nehmen. Because das redet von dem, wer nie in diesem Geist ist. Wer nie in diesem Geist ist, für den ist es kein Verdammnis mehr. In Vers 2 sagt, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Dort, wo das Gesetz nicht tun kann. Das 4. Kapitel, dort redet von, wo das Gesetz für. Wenn du bloß das Gesetz hast, du sitzt bloß jetzt artig, und du was reich tun, du stehst dabei, dort ist artig, du hast
dort haben eine schwache steht. Dort haben eine steht, wo du nicht rütkost. Dort haben eine steht, wo du forstbar ist. Dort gesagt, dort halbt du nicht rüt. Und dort, wo das gesagt schwach wird, Gott, der ist ihn sehen, aus den Schatten dort, und hat den Sinn verdammt in die. So nu hast du Überwindung. Verse 5, that the righteousness of the law might be fulfilled in us. Remember, ich sehe dir, dass Gott hat seinen Mut nicht aufgesagt. Die Gerechtigkeit, was Gott verlangt hat, der verlangt er von der noch, dass der in mir und die Wort erfüllt wird. That the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. Dass wenn wir im Geist wohnen, dann wird dieselbe Gerechtigkeit, was Gott verlangt in der Alten Bund, die wird erfüllt worden. Und ich glaube sogar mehr als erfüllt. Wieder, höher, mit höheren Standards erfüllt, als was im Alten Testament erfüllt wird. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither need can be. So das sagt, die Geist, die Fleischliche, die war von denken, die können sich nicht unter Gott stellen. Der ist Feind gegen Gott. Aber der Geist, der nu in uns wohnt, der taubstumm mit Gott, der agreeen mit Gott. Verse also, then they that are in the flesh cannot please God, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. So, wenn Christus in uns ist, dann ist uns Körper tot, und über den Geist, but the Spirit is life because of righteousness. Der Geist ist lebendig. Der bringt nur Gerechtigkeit. Verse 11, but if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. For if we live after the flesh, we shall die. Ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. In Werker 2:3, dan zegt een man te mij van Boyland, hij zegt dat hij had überzeugung gekregen dat hij God zijn kind weer, wens hij wist dat hij omgeleid wordt van een Heiligen Geest. Die versuchung, wat hij gehad had, wo hij dacht had, de addiction even, wat hij niet gaan kan. Hij kon dat bloos niet gaan. Hij zegt, datzelfde ding, dat is mij nu gaan aan. Hij sagt, wenn dort nicht die Geist ist, wo in mir ist, dann weiß ich nicht. Und als mir dort gesagt hat, wie vielleicht ein Tag Luther, dann los ich diesen Vers und sagt, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Die, wer von dem Geist gelehrt worden, dort sind Gott seine Sehens. Und in Vers 3 sagt, der wer nicht den Geist Gottes hat, ist nicht Gott sein Sehen. So Gott seine Kinder haben den Geist. Und der Geist, der lädt in ein Leben an, wo du herrlich ist, wo du reich ist, der lädt nur Gerechtigkeit. Und wenn die Gerechtigkeit in uns lebendig wird, in uns passiert, in uns Leben ab ihrens wird, dann Levi Buber hat gesagt, die Gerechtigkeit, die Gott in Gesetz verlangt hat, im Alten Testament, der ist dann verfällt. So ich weiß, da ich eine Frau, die ich noch habe, die noch habe ich nicht ganz klar, so kriege ich met some van die dingen, die details wat er zijn en zo wieder. Wat dan krijg ik maar all day? Wel, ik geloof dat het beste wat ik een antwoord heb voor dat, is dat Jezus bracht dat Gesetz im Neuen Testament aan. Indem dat hij zegt dat lief die nächsten ist die selbst. En Gott von ganzem Hort und von ganzer Seele. Wenn die dort ist, dann sind die Gesetze erfüllt. Dann sind die erfüllt.
En så dort ist nu wat vi nu gaan, dort ist nu wat vi leven doen. En dus dort zijn die zaken, dat is interessant, want we een studie doen van de 10 geboten krijg even. Er zijn veel meer geboten, dus dort bekrijgt die 10 geboten. Want je wordt studeren, ik geloof je wordt meest al een ding. Probeer jeder een van die, waar die im Nieuwe Testament aangebracht worden. Krijgen ze Jezus, dat Jezus ihnen leren. Want Jezus ihnen leren nu gaan en je hoort hem zijn, dan zijn die geboten erfüllt. Dan komt het niet erop aan die. En dat zijn interessante dingen nu te studeren. Wat wertvoll zijn, we worden niet in de details aangaan. Zo, wat hebben we de taub gedaan? Zodat je zegt, dat eerste bund, dat we met God, dat we gerecht, dat we goed en dat we heilig. Dat kwam dan een als Christus starf en als ik starf. Zo, wenn Christus gestorben ist und du noch nicht gestorben bist zu den alten Mensch, dann ist das in dir noch lebendig. Aber wenn wir sterben dann, Christus ist gestorben und wenn wir sterben dann, zu uns alle leben, dann ist dort gesagt, ten Eng. Der Bund ist dann vorbei. Da wir nicht schlecht, da wir nicht arg, dort ist bis vorbei. Und dann ist Christus vom Nieren abgestoßen. Und wir haben uns nicht mit Seswin befreit, aber wir haben uns mit Christus befreit. Die Bibel nennt es im nächsten. We have married another, it says, which is the resurrected Christ. Wir haben uns mit dem abgestandenen Christus befreit. Und nu leben wir nun das neue Bund nu. Das neue Bund, das ist das Neue Testament. So ist das Alte Testament dann zum Weichlein, Weichschmieden? Nee, die Bibel sagt uns, alle Schrift ist gift von Lehren in verschiedenen Ursachen. So von Lehren können wir können von Lehren, wer Gott ist, wo er ist, wo er arbeiten wird. Viele verschiedene wertvolle Bilder, sehr schmucke Bilder, finden wir im Alten Testament. Aber wo wir nur leben, das neue Bund, dort ist ein neues Bund, ein neues Testament. Dort ist nur wo wir in der Ehe sind, mit den Erstgeborenen sehen. Und jetzt diese Ehe, die nimmt nicht in eng. Wenn ich sage, Christus ist einmal gestorben und er wird nicht weiter sterben. Diese Ehe nimmt nicht in eng. Diese Ehe, wir können vielleicht sogar sagen, das ist ein Covenant, was wir gemerkt haben, ein Engagement, wo wir mit Christus sind. Und dort fast, das Cast, das Wedding Feast, dort ist noch im Kommen. Wenn Jesus durchkommt und wie die ganze Kirche mit ihm genommen wird, im Himmel nicht, dann wird die Celebration sein, von diesem Cast, von dem neuen Bund. Und Jesus freut sich zu dieser Zeit. Und er kriegt Verweis in dieser Zeit. Und ich glaube, jeder einer, wer den Geist Gottes hat, wer Gott sein Kind ist, freut sich auch zu dieser Zeit, wo wir mit Jesus in Gemeinschaft diese Cast führen. Und das wird niemals abhören. Weil so das war, wenn er euch abhört, denkst du, durch den Tod. Und auch der Anzug war, dass wir uns alle Leben abgeben mussten. Aber diese neue Ehe mit Christus, der hielt niemals ab. Königs Christus straft niemals weiter. Das ist ewig. Das ist mit ihm in Ewigkeit. Und du hast, in das Covenant, du hast du jetzt Sinn zu überkommen. In das Covenant darf ich nicht mehr ohne den Sinn leben und du geprasst und du nicht ruht hast für den Sinn. Und das ist nie Gebund, du hast ruht. Hier ist ein Geist, wo uns lernen hat, hier ist ruht für den Sinn. Hier ist überkommen. Und weil wir uns zu den Geist handgeben und gehorsam sein, und da wird uns eine Gerechtigkeit leiden. Weil wir abstunden zum Gebet. Gott im Himmel, wir kommen zu dir. Wir sind dir dankbar für dein Wort. Und wir können lange nicht alles verstehen, was du uns lehren wirst und was alles passiert. In den Königreichen werden die Besten so wieder, aber wir wollen jeden lehren. Und Gott, ich bete dir uns was wieder lehren. Gott, ich bete besonders, dass wir lehren, was von Leben wir können haben. Und das nie Leben mit dir. Die Überwindung, was du hast, über die Sinn. Und ich bete Weisheit, ich bete Verständnis und ich bete Kraft von dir. Gott, ich bete dir uns fürs Sehnen und dir uns fürs Offenbaren von deinem Wort. Und ich bete auch, dass dir uns mit dieser Botschaft sehen und dass uns können wieder dein Wort offenbaren. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.